Ja, jetzt auch chinesische Soldaten an der Front in der Ukraine. Bisher haben wir ja nur immer mit dir über die Nordkoreaner gesprochen. Zelensky hat ja selbst noch ein Video davon auf X gepostet. Also das musst du uns mal ein bisschen genauer erklären. Spielen die Chinesen jetzt auch mit? Also wie groß da die Chinesen involviert sind, kann ich in keinster Weise beurteilen. Was wir jetzt haben, ist, dass Volodymyr Zelensky ein Video präsentiert hat, auf dem 2 chinesische Soldaten zu sehen sein sollen, die angeblich im Donbass auf der Seite der Russen gekämpft haben. Und da hat dann Zelensky gefordert, von der chinesischen Regierung das Ganze zu erklären. Und hat sich dann echauffiert, dass auf Seiten der Russen jetzt nicht nur die Nordkoreaner kämpfen und auch Iraner tätig sind, sondern jetzt eben auch Chinesen. Und Zelensky hat das doch sehr prominent kritisiert und den Chinesen doch beträchtliche Vorwürfe gemacht. Und das ist in meinen Augen ein Balanceakt, den Zelensky da jetzt beginnt. Denn eines ist uns gar nicht so bewusst, wenn wir häufig diese Live-Gespräche machen, wie groß die Abhängigkeit der Ukrainer von den Chinesen ist. Ich denke, sie ist fast so groß wie die Abhängigkeit von den USA. Und zwar hängt das Ganze zusammen mit den Drohnen. Die Ukrainer entwickeln die Drohnen zu einem großen Teil selbst, leisten da tatsächlich sehr viel. Aber die Bauteile für all diese Drohnen, die hier entwickelt und zusammengebaut werden, kommen aus China. Und sie kommen nicht von der chinesischen Regierung, sie kommen da von chinesischen Firmen, aber das Ganze wird natürlich von der chinesischen Regierung in Peking toleriert. Und wenn Zelensky da jetzt zu stark, ich möchte es so formulieren, einfach aufs Gas tritt, dann kann das Konsequenzen haben, dann kann die Regierung in Peking sagen, so, jetzt ist Schluss. Und dann hätte die Ukraine ein wirklich substanzielles Problem. Denn das hier ist ein Drohnenkrieg und die Erfolge, die die Ukrainer verzeichnen, hängen ganz stark zusammen mit dem massiven Einsatz der Drohnen, der Kamikaze-Drohnen und vor allem der umgebauten Hobbydrohnen. Und diese Teile kommen nun einmal aus China. Die Russen beziehen ihre Teile auch aus China. Das heißt, die Abhängigkeit Russlands von China ist im Bereich Drohnen und Drohnenbau genauso groß. Nur hält sich natürlich Putin in Bezug auf die chinesische Regierung mit Kritik zurück. Jetzt kann man viel darüber spekulieren, warum tut das Zelensky. Kollegen von mir hier in der Ukraine sind der Meinung, dass er versuchen könnte, da jetzt Keile zu treiben, den Amerikanern zeigen könnte, seht her, wie eng die Verflechtungen der Russen und der Chinesen wirklich sind. Da wird es dir niemals gelingen, die Russen aus der chinesischen Umarmung rauszuholen. Das ist ja das, was man immer wieder vermutet, dass Trump mit den Chinesen und den Russen separat Geschäfte machen will und diesen Block nicht mehr will, Moskau, Peking. Und das könnte natürlich sein, dass hier Zelensky versucht, wenn man so will, Keile zu treiben und versucht, die Amerikaner auf die ukrainische Seite zu ziehen, nach dem Motto, gebt uns mehr, mit den Chinesen und den Russen wird das sowieso nichts, gebt uns mehr Waffen, Geld und Geheimdienstinformationen. Das ist eine Vermutung, keiner weiß genau, was im Kopf des ukrainischen Präsidenten wirklich vorgeht, aber das Ganze, ich möchte es noch einmal sagen, ist eine Gratwanderung, was er da gerade macht. Christoph, nun haben wir ja allerdings von den Nordkoreanern, die ja angeblich auch zu Tausenden in Russland auch kämpfen sollen, von denen haben wir länger nichts gehört. Was gibt es denn da für aktuelle Informationen? Sind die überhaupt noch im Land? Ich persönlich habe da leider keinen Einblick. Ich muss es so sagen, wie es ist, keine Ahnung. Ich habe diesbezüglich nachgelesen bei der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian. Und die wiederum bezieht sich auf die Amerikaner, das Wall Street Journal. Und die Kollegen schreiben, dass die Nordkoreaner extrem dazugelernt haben sollen. Also nicht mehr nur reines Kanonenfutter sind, wie sie das zu Beginn ihres Einsatzes auf Seiten der Russen im russischen Kernland waren.
Da kämpfen sie ja seit Monaten in der Provinz Kursk mit den Russen gegen die Ukrainer und hatten da schwere Verluste. Jetzt schreiben die Kollegen vom Wall Street Journal, dass die Nordkoreaner tatsächlich mittlerweile ein sehr wichtiges Element bei den russischen Offensivbemühungen sind und da eben sehr stark dazugelernt haben sollen. Christoph, ist ja interessant, morgen soll es wieder zu Verhandlungen zwischen Russland und den USA kommen. Diesmal nicht in Saudi-Arabien, sondern in Istanbul. Welche Informationen hast du darüber? Ja, das wird ein Treffen sein, das über die Außenministeriumsschiene läuft. Das erklären die Russen. Und da wird es vor allem darum gehen, die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Russland zu verbessern und wieder auf eine normale Arbeitsebene zu heben. Es geht vor allem darum, die Botschaften wieder funktionsfähig zu machen, die Personalstärke wieder zu erhöhen. Das Ganze wurde ja richtig eingestampft in der Krise rund um den Ukraine-Krieg. Und da heißt es eben, man will das Ganze wieder normalisieren. Um den Ukraine-Krieg selbst soll es dabei weniger gehen bei dem Treffen morgen. Das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Natürlich wird da auch über die Ukraine gesprochen. Wie weit da die Diskussionen, Gespräche und Verhandlungen gehen werden, weiß ich nicht. Aber was ich noch als letzte Information bringen möchte, ist, dass natürlich in diesem Krieg heftig gekämpft wird nach wie vor. Und es auch da einige Überraschungen gibt, und zwar heute ganz im Norden des Kriegsgebietes. Da sind ja die Ukrainer in die russische Provinz Kursk eingedrungen, dann zurückgedrängt worden. Und jetzt dringen die Russen in die Ukraine ein in diesem Bereich, und zwar in die Provinz Sumy. Und der Brückenkopf, den die Russen da schon halten, der entspricht ungefähr schon der Größe des Brückenkopfes, den die Ukrainer noch in der Provinz Kursk halten. Das ist nicht viel, aber man sieht schon, die Russen haben da zu einer Gegenoffensive ausgeholt. Und diese Brückenköpfe sind vielleicht so groß wie eine mittelgroße deutsche Kreisstadt. Mehr ist das nicht. Christoph, vielen Dank für all diese aktuellen Informationen und vor allem auch die Zusammenhänge, die du ja für uns wieder sehr gut und die Zuschauer auch rausgearbeitet hast. Danke.